Hallo und herzlich willkommen zurück auf funkyung.de. Heute zeigen wir eine Lösung, wie man die Powerstation mit der Waschmaschine verbinden kann und den Waschmaschinenstrom ausschließlich aus der Powerstation nimmt, solange die Powerstation genügend Strom hat. Also wenn der Akkustand hoch genug ist, wird der Strom aus der Powerstation verwendet, und wenn der Akkustand zu niedrig ist, dann wird der Strom aus dem Hausnetz genommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach umzusetzen, und ich habe ehrlich gesagt noch keine Lösung gesehen, die das Ganze so beschreibt. Deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, dazu ein separates Video zu erstellen, denn das ist wirklich richtig praktisch. Und zwar hat man nämlich sonst nur die Möglichkeit, man schließt seine Waschmaschine über einen Smart Plug an, liest dann diesen Wert, den die Waschmaschine bezieht, aus, kann dann aber nur über den Powerstream Wechselrichter bis zu 600 bzw. 800 Watt einspeisen. Hier haben wir auch noch eine Limitierung, und zwar ist das so, dass die XT150 Verbindung zwischen Powerstation und diesem Powerstream Wechselrichter nur 600 Watt ermöglichen. Die zusätzlichen 200 Watt bei einem 800 Watt Wechselrichter, die müssten dann von einer Photovoltaikanlage kommen. Da man aber nicht immer nur Wäsche wäscht, wenn es schön sonnig ist, sondern auch mal abends vielleicht meine Wäsche waschen möchte oder morgens, haben wir uns eben einen ganz anderen Weg ausgedacht, wie man das Ganze realisieren kann. So, jetzt wird es etwas komplizierter, aber ich versuche das mal so einfach wie möglich zu erklären und zeige das anhand der River 2 Pro. Hier haben wir die River 2 Pro. Ich stelle die mal so ein bisschen nach hinten und dann erkläre ich mal, was wir vorhaben. Wir haben vor, dass wir einen EcoFlow Smart Plug am AC-Ausgang anschließen, den EcoFlow Smart Plug am AC-Ausgang einschalten und auch eingeschaltet lassen. Den brauchen wir gar nicht abschalten, den lassen wir immer an. Jetzt schließen wir hier dran den Stecker von der Waschmaschine. Gut, beim River 2 Pro, da reicht die Leistung nicht dafür aus. Da nehmen wir jetzt einfach mal gerade ein anderes Gerät. Trockner. So, schließen also hier das Gerät an. Ich nenne es jetzt mal einfach Waschmaschine, weil eigentlich wollen wir das Ganze mit der großen Delta 2 Max machen. Insofern gesehen, gut. Ich sage jetzt mal einfach. Dann schließen wir jetzt eine Waschmaschine an, und zwar an diesem Smart Plug. So, das haben wir gemacht, um festzustellen, wie viel Strom wird gerade am AC-Ausgang benötigt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen dem AC-Ausgang sagen, ich zeige das jetzt wieder anhand der Delta 2 Max, wir müssen dem AC-Ausgang jetzt noch sagen, dass wir, und das geht unten über die Lab-Funktion, dass wir dauerhaft AC einschalten möchten. Wir möchten nämlich dauerhaft, dass der AC-Ausgang eingeschaltet ist, denn nur so können wir ja messen, ob eine Waschmaschine gerade betrieben wird oder ein Trockner oder was auch immer für ein Gerät. Also AC immer eingeschaltet. Das ist übrigens eine Sache, die hat mir empfohlen, dass man das nicht machen soll, damit der Akku nicht leer gesaugt wird. Aber natürlich nur, wenn man den Akku beiseite stellt oder wie auch immer. Also, wenn man das ganze Gerät jeden Tag verwendet und jeden Tag auflädt und mit PV-Anlage verbunden hat oder so, ist das okay. Ja? Also, Lab-Funktion AC immer eingeschaltet. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nie die AC-Abschaltung haben, und wir möchten jetzt auch noch einstellen, dass die Geräteabschaltung auch nie vorgenommen wird. Auch das haben wir eigentlich empfohlen, dass es nicht gemacht werden soll. Aber wie gesagt, wenn das Gerät jeden Tag in Betrieb ist und immer in diesen Entlade- und Ladegrenzen sich bewegt, alles wunderbar, können wir machen. Machen wir auch. Ja? Also nie, Geräteabschaltung nie und AC-Abschaltung nie. So, jetzt haben wir eine Messung im Grunde vorgenommen und wissen jetzt, wann eine Waschmaschine in Betrieb geht.
Jetzt brauchen wir noch einen zweiten. Und den zweiten Smart Plug schließen wir jetzt hinten an, indem wir uns das Kaltgerätekabel nehmen und den Stecker hinten reinstecken. Dann nehmen wir den Schokostecker und stecken den Schokostecker in den zweiten Smart Plug. So, jetzt haben wir einen zweiten Smart Plug. Diesen schalten wir aber nicht ein, sondern lassen den ausgeschaltet. Wir erzählen uns gleich, was wir damit genau vorhaben. Also, das heißt, wir haben vorne einen und wir haben auf der Rückseite beim AC-Eingang jetzt auch einen Smart Plug angeschlossen. So, was haben wir jetzt vor? Wir erstellen jetzt als nächstes eine Automatisierung. Die Automatisierung hat sicherlich schon der ein oder andere mal gesehen. Ob er die nutzt oder nicht, weiß ich nicht. Aber das ist eher so beiläufig passiert. Der ist auch irgendwann dazugekommen, ist aber wirklich ganz interessant und man kann damit einiges anstellen, ohne dass man IO Broker oder irgendwas an zusätzlichen Drittanbieter-Tools benötigt. Das geht dann über die EcoFlow App. So, hier gehen wir mal auf Automatisierung. Wir sehen, wir haben hier schon so ein paar Automatisierungen erstellt. Auch aus dem vorigen Video haben wir auch noch was da drin. So, wir erstellen jetzt eine neue Automatisierung und sagen hier Automatisierung plus neue Automatisierung, sagen Bedingung und jetzt wählen wir aus die Power Station und sagen jetzt, wenn die Akkuladung von der Power Station niedriger ist als, und jetzt haben wir einen Schwellenwert, und den Schwellenwert wählen wir jetzt ungefähr etwas über dem Schwellenwert von der maximalen Entladegrenze, die wir vorher in der Power Station gewählt haben. Also man sagt ja mal einen Bereich, den man nutzen möchte von der Power Station, sagen wir mal von 30 bis 90% oder von 20% oder wenn man ganz brutal ist von 10% bis 95% oder wie viel auch immer. Also dieser Entladewert, sagen wir mal einfach jetzt nehmen wir 20%. Wenn wir jetzt 20% Entladewert haben, sagen wir hier, wenn der, sagen wir mal, 25% beträgt oder 26 oder sowas, ist egal, oder 30, Schwellenwert, der sollte also etwas über dem Entladewert liegen von der Power Station, sagen jetzt auf OK. So, also haben jetzt Akkuladung niedriger als und dann 30%, sagen speichern und sagen dann, und jetzt wählen wir den zweiten Smart Plug aus, den wir hinten angeschlossen hatten an der Power Station. Das heißt also, das ist derjenige, der dann die Power Station aufladen soll. So, und da wählen wir jetzt den passenden Plug aus und sagen jetzt einschalten und sagen speichern. Was passiert jetzt? Jetzt passiert Folgendes: Der Akku liefert nicht mehr genügend Strom, um die Waschmaschine betreiben zu können. Wir möchten aber nicht mittendrin irgendwann den Waschgang abbrechen, weil das würde passieren, wenn der Akku leer ist, sondern möchten dann hingehen und über den Haushaltsstrom Strom beziehen. Das ist nämlich eine ganz tolle Sache, und zwar ist ein negativer Punkt, den wir eigentlich kritisiert hatten vorher, in einem Test schon mal, dass man, wenn man den Stecker von der Power Station in die Steckdose steckt, wird automatisch der Strom vorne an AC weitergeleitet, an den AC-Ausgang. Das heißt, wir haben im Grunde eine Durchschleifung und dann wird der Akku auch nicht mehr verwendet. Das heißt, wir haben im Grunde, übergehen wir gerade alles. Aber das wollen wir ja gerade, weil der Akku leer ist. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, wenn niedriger als 30%, dann gibt der Power Station Strom, weil die Power Station dann automatisch den Ausgang mit Strom versorgt. Und zwar über das Hausnetz. So, jetzt sagen wir erstellen. Jetzt können wir dem ganzen Ding noch einen Namen geben. Wir lassen das jetzt einfach mal drin. Was da drin steht, sollte man natürlich trotzdem immer gut auswählen. Jetzt haben wir das angelegt. So, jetzt würde dieser zweite Smart Plug, den wir hinten ja angeschlossen haben über das Kaltgerätekabel, würde jetzt dauerhaft die Power Station mit Strom versorgen. Irgendwann möchten wir das aber nicht mehr.
Allerspätestens eben, wenn die Waschmaschine einfach keinen Strom mehr braucht. Und dafür legen wir jetzt auch eine Automatisierung an. Sagen wieder Plus, neue Automatisierung, sagen Bedingung, Gerätestatus und müssen jetzt wieder den Smart Plug von der Waschmaschine auswählen. Und sagen jetzt Leistung unter und wählen dann einen geringen Schwellenwert, also wieder diese 20 Watt oder wie viel auch immer. Wie gesagt, das klebt am Ende ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt 17 Watt ausgewählt, sagen wir OK. Das ist auch ein Bug, den haben wir auch schon häufiger gehabt. Der wählt das manchmal nicht aus. Das heißt, er hat jetzt hier einfach gesagt, Schwellenwert 0. Das stimmt natürlich nicht, sondern wir haben gerade 17 eingestellt. Ich versuche mal irgendwas zu treffen, da unten im kleineren Bereich. Also hier würden wir uns wirklich wünschen, dass da ein Eingabefeld ist, wo man die Leistung einfach eingeben kann, wenn man diesen Schieberegler nicht verwenden möchte. So, wieder auf OK. Jetzt hat das auch übernommen. 20 Watt stehen jetzt hier drin. Also Leistung unter 20 Watt an dem AC-Ausgang. Ausgang, nicht Eingangsseite. So, als zweite Bedingung müssen wir aber noch eintragen, dass wir jetzt ja sagen möchten, der soll das auch wirklich nur ausschalten, wenn wir genügend Akkuladekapazität wieder haben. Die sollte, um zu vermeiden, dass irgendetwas ständig an- und ausschaltet, das ist bei der Programmierung, muss man da mal höllisch aufpassen, dass man so eine Wechselwirkung halt eben vermeidet, sollte man die etwas höher einstellen. Also wenn man jetzt vorher 20% gewählt hat, sollte man jetzt 30% wählen oder wenn wir vorher 30 hatten, sollte man 40% wählen. So, wir sagen jetzt, wenn der Akku auch noch, da wählen wir jetzt Gerätestatus aus, sagen die Powerstation und sagen die Akkuladung höher ist als, jetzt zum Beispiel 40%, sagen wieder OK, haben jetzt die 40% da drin stehen und speichern. Das heißt Leistung, Waschmaschine vorne unter 20 Watt, also sprich sie wird nicht mehr verwendet und Akkuladung höher als 40%. Dann, und da wählen wir jetzt wieder den Smart Plug aus, den wir hinten angeschlossen hatten, das heißt also am AC-Eingang der Powerstation. Und das ist jetzt in unserem Fall hier Plug 4. Und da sagen wir jetzt ausschalten und auch speichern. So, diese Sachen haben wir jetzt hier drin stehen und damit wird jetzt der Akku nicht mehr geladen, auch nicht mehr weitergeleitet von der Steckdose zu dem Gerät. Das heißt, jetzt sagen wir wieder erstellen, können dem wieder einen Namen geben und sagen bestätigen. Und jetzt haben wir die neue Bedingung da drin stehen. Und das Ganze funktioniert auch wirklich. Wir haben da schon ein bisschen was im Betrieb und haben da schon ein bisschen ausgetestet, ob das auch wirklich so klappt. Wir übernehmen natürlich wie immer keine Gefahr, keine Verantwortung und alles auf eigene Gefahr. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben es jetzt schon ausprobiert und das klappt einwandfrei. Wir haben immer das so gehabt, dass wir halt eben den Akku nachmittags über PV-Anlage aufladen können. Und wenn wirklich mal zu wenig Akkuleistung drin ist und die Waschmaschine trotzdem angeschaltet wird oder werden muss oder wie auch immer oder mittendrin einfach zu wenig Akkuladung da ist, um die Waschmaschine weiter betreiben zu können in einem durchgehend, wird der automatisch umgeschaltet, umgeswitcht auf den AC-Eingang und das geht dann über den Hausstrom, wird das dann gespeist. Ja, und umgedreht schaltet das auch wieder zurück. Das heißt also, wenn wir letztendlich wieder genügend Akkuleistung da drin haben, wird nicht mehr über den Akku, wird nicht mehr über die Steckdose das Ganze versorgt, sondern über die Powerstation. Und somit haben wir im Grunde ein autarkes System, was aber im Notfall nachgeladen werden kann. Tolle Sache, klappt wunderbar. Ja, dann viel Spaß beim Nachbasteln. Und auch unbedingt daran denken, den YouTube-Channel zu abonnieren, dann wird man nämlich auch über die neuesten Videos informiert. Na dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.